Heute sind wir an der G-Way Akademie für Akupunktur und asiatische Medizin in Winterthur. Als ich hier vor etwa 15 Jahren meine Ausbildung in Akupunktur abschloss, gab es noch keine Bibliothek. Wir haben uns die Bücher, die uns interessierten, einfach alle selbst gekauft. Simon, wieso gibt es hier nun eine Bibliothek und woher kommen plötzlich all die Bücher? Eine Bibliothek finde ich super wichtig für die Studenten, dass sie mehr als nur das Skript haben, mehr als nur die Bücher, die sie sich kaufen wollen. Und deshalb war es für uns klar, dass als wir die Schule übernommen haben, dass wir eine Bibliothek aufbauen wollen. Wir haben glücklicherweise ganz viele Bücher bekommen von Leuten, die hier einmal zur Schule gingen, wie du selber, und die Bücher jetzt nicht mehr brauchen, weil sie pensioniert sind, die Praxis auflösen, vielleicht auch finden, ich möchte ein bisschen mehr Platz schaffen und weiß, wie ich arbeite, ich brauche nicht mehr so viele Grundlagenbücher, und die geben uns dann die Bücher, zum Teil verkaufen sie uns einige Bücher, und so haben wir uns eine wirklich große Sammlung von chinesischen Büchern angesammelt. Das Schöne daran ist, wir haben ganz viele auch alte Bücher, nicht nur Neues, Bücher, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt, die vergriffen sind, und das macht die Bibliothek umso spannender. Kennst du andere Bibliotheken dieser Art? In der Schweiz nicht. Es gab früher eine Bibliothek am Institut für TCM in Basel, am ITCMB. Da habe ich auch in früheren 2000er Jahren selber unterrichtet und fand das immer super spannend, dass sie da so eine tolle Bibliothek hatten. Das Institut gibt es leider nicht mehr heute, und somit sind wir die einzige Bibliothek von dieser Größenordnung. Es gibt noch ganz kleine mit ein paar wenig Büchern, vielleicht so die normalen Schulbücher, aber wir haben hier über 1600 Bücher. Das ist schon ziemlich einzigartig in der Schweiz und vielleicht sogar in Europa. Wie und von wem wird die Bibliothek hier genutzt? Die Bibliothek wird immer mehr von unseren Studenten genutzt. Am Anfang, als wir das aufgebaut haben, vor 4, 5, 6 Jahren, als die Bibliothek dann eine Größe erreichte, bei der sie auch brauchbar war, wurde sie sehr, sehr spärlich benutzt, aber die heutigen Studierenden, die kommen, die sehen schon, wenn sie kommen hier, wenn sie sich anmelden, da gibt es eine Bibliothek, und die nutzen das auch sehr, sehr rege. Die nehmen Bücher zu ihren Themen, Grundlagenthemen, später Akupunkturthemen, noch später Therapiethemen, nehmen sie mit nach Hause und lesen die. Also das ist unsere größte Benutzerschaft. Dann wird sie auch benutzt von gewissen Alumni, die kommen vielleicht zur Weiterbildung und sehen, hey, da gibt es eine coole Bibliothek, dieses Buch möchte ich mir mal anschauen, und dann leihen sie das aus oder lesen es hier oder kopieren sich vielleicht eine Seite aus einem Buch, das sie besonders interessiert. Von den Dozierenden wird die Bibliothek auch genutzt. Wir haben natürlich alle Bücher für den Unterricht sowieso haben wir hier in der Bibliothek, aber dann eben auch viele Bücher, die über den Tellerrand hinausgehen, von dem, was wir im Unterricht erzählen, und das macht es eben auch spannend, weil manchmal ist ein Student, denkt er vielleicht, ich verstehe das jetzt nicht in diesem Buch oder in diesem Skript, und wenn er dann ein anderes Buch zum Thema liest, das die ganze Thematik von einer anderen Seite her aufrollt, etwas anderes erklärt, plötzlich ist es viel logischer, und das finde ich auch das Spannende an dieser Bibliothek, dass wir eben zu den verschiedenen Themen verschiedene Bücher mit verschiedenen Sichtweisen haben. Ja, und auch, ich erinnere mich, einige Bücher sind ja sehr teuer, oder? Das finde ich jetzt schön, dass man die erstmal anschauen kann, bevor man dann 100, 200 Franken ausgibt und sich das selber kauft. Absolut, und gewisse Bücher, gerade Grundlagenbücher, die braucht man im ersten Jahr, vielleicht etwas intensiver und nachher nicht mehr. Was sind denn die Nutzungs- oder Ausleihbedingungen hier? Das ist eigentlich relativ entspannt für die Studenten und die Alumni, die können einfach die Bücher ausleihen. Es gibt eine Liste, da tragen sie sich ein, und wir schauen diese sporadisch durch, dass die Bücher nach 4 Wochen wieder zurückgegeben werden. Es gibt wenige Bücher, die kann man nicht ausleihen, weil sie vielleicht auch vergriffen sind sonst, weil wir nicht riskieren wollen, dass wir die nicht mehr zurückkriegen. Aber die allermeisten kann man ausleihen, von ganz vielen, vor allem von den populären Büchern oder von den Common Books haben wir mehrere Exemplare. Da kann man dann ein Buch ausleihen, man kann das auch nochmals verlängern, wenn man das braucht.
Du hast vorhin erzählt, dass die meisten Bücher hier gespendet wurden von ehemaligen Studierenden. Und dann sind das ja alles nicht die neuesten Bücher. Kauft ihr denn auch neue Bücher dazu? Ja, natürlich. Also der Grundstock kommt von gespendeten Büchern oder Büchern, die uns freundlicherweise gegeben wurden, geschenkt wurden. Aber wir kaufen auch ständig neue Bücher. Gerade wenn wir auf Kongressen sind, schauen wir uns die neuesten Bücher an und kaufen dann Dinge, die wir finden, sind wichtig. Klassische Bücher, zum Beispiel dieses hier, habe ich gerade gekauft auf dem Tau-Kongress in Graz. Das ist das neueste Buch von Dr. Wu über Gynäkologie und Infertilität. Das ist jetzt sicher der Klassiker für Gynäkologie und Infertilität. Das ist eines, das in die Bibliothek kommt. Dann schauen wir uns aber auch herum und überlegen uns, welche Bücher kommen heraus, die die Studenten unterstützen beim Lernen. Und da wurde mir dieses hier, zwar auf Englisch, das ist auch etwas Spezielles. Die Bibliothek enthält sehr viele englische Bücher natürlich, weil früher gab es viel mehr englische Bücher. Wir haben auch immer mehr deutsche Bücher, aber natürlich, ich würde mal sagen, die Mehrheit ist noch auf Englisch. Dieses Buch ist ein Study Guide für das Zhang Fu, ist ein bisschen vielleicht ein Nachfolger vom Klassiker von Jeremy Ross über Zhang Fu. Ist etwas ausführlicher und sehr schön dargestellt, ideal zum Lernen für Erst- und Zweitjahresstudenten. Das haben wir auch am Tag-Kongress habe ich das gefunden. Und dann gibt es immer wieder neue Serien. Das ist ein deutsches Buch, das soll eine ganze Serie sein, der TCM Praxisleitfaden. Da geht es um Kopfschmerzen, das ist dann sehr einfach aufgebaut für junge Therapeuten, die schnell etwas nachschauen müssen. Bei uns sind das dann die Studierenden im 3. und 4. Jahr, die schon ihre Patienten behandeln und kurz etwas nachschauen möchten. Dieses Buch jetzt auch auf Deutsch. Also wir erweitern ständig unsere Bibliothek mit den neuesten Exemplaren. Früher waren die Bücher in etwa 4 oder 5 Kategorien grob unterteilt. Und bei 1500 oder 1600 Büchern kann man sich vorstellen, dass ein einzelnes Buch nicht besonders leicht aufzufinden war. Ich habe mir daher überlegt, welche Aufstellung sich eignen würde und habe die Bücher nach der Aufstellung NLM, der National Library of Medicine, klassifiziert. Dabei musste ich einzelne Kategorien etwas feiner unterteilen, wie zum Beispiel hier WB 55C4 Chinese Traditional Medicine. Da kann man sich vorstellen, dass das relativ viele Bücher sind, die da unter der gleichen Kategorie stehen. Schließlich wurden alle Bücher auch noch in einem Online-Katalog aufgenommen und können auch darüber gesucht werden.